Lieber Toshio, vielen, vielen herzlichen Dank. Erst einmal natürlich für das Stück, was die Zuhörer der Digital Concert Hall heute Abend hören werden, aber auch natürlich für das Kommen und für das vielleicht ein bisschen Vorbereiten des Publikums auf dieses Stück. Ich würde aber ganz gerne anfangen, ein paar Fragen zu stellen. Wie kamen Sie überhaupt zur Musik? Damit wir ganz von vorne anfangen. Ich habe sehr früh Musikunterricht genommen. Also als ich 4 Jahre alt war, habe ich Klavierunterricht angefangen. Und das war natürlich europäische klassische Musik. Ich habe Mozart oder Schubert oder Beethoven sehr geliebt. Aber meine Familie war sehr japanisch und mein Großvater war Ikebana-Lehrer und meine Mutter spielte japanische traditionelle Instrumente, Koto. Und als ich Kind war, habe ich diese japanische Musik, traditionelle Musik nicht gemocht. Ich fand es sehr langweilig. Und also ich habe nur europäische Musik gehört und ich bin nach Europa gekommen, nach Berlin gekommen, um Musik zu studieren. Damals habe ich erst mal gemerkt, dass ich Japaner bin. Wenn man in Japan wohnt, in einem kleinen Inselland, man merkt nicht, dass er Japaner ist. Und ich habe hier in Berlin zum ersten Mal wirklich japanische traditionelle Musik gehört und ich fand es doch nun sehr, sehr interessant, schön. Aber vielleicht, weil ich europäische neue Musik kennengelernt habe. Bei der europäischen neuen Musik, man hört diese Mikrotönen oder Toncluster. Mit den solchen Ohr habe ich noch einmal meine Heimatmusik gehört, dann habe ich Schönheit gefunden. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Musik zu komponieren. Die Studienzeit in Berlin. Hast du angefangen, in Berlin Komposition überhaupt zu studieren? Wie kam es dazu, ausgerechnet nach Berlin zu kommen? Ich habe schon in Japan Komposition studiert, aber in Japan kann man nicht neue Sachen lernen. Also Musik nur bis zum 19. Jahrhundert. Harmonielehre und Kontrapunkt und weiter kommt man nicht weiter. Und ich habe ein Konzert gehört von koreanischer Komponist Lee Sang-yoon. Der war Lehrer von Hochschule der Künste in Berlin. Und ich wollte bei ihm studieren. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Ja, auch bei Lee Sang-yoons Musik ist ja viel Einfluss der koreanischen traditionellen Musik zu hören. Da vielleicht ein bisschen eine Parallele. Aber wenn du sagst, dass du das erst entdeckt hast, als du die Musik in Europa gehört hast, ist das ja schon sehr spannend. Was hast du damals gehört? Weißt du das noch? Also ich habe viele europäische neue Musik gehört, Ligeti, Xenakis, solche Sachen, auch sehr viele intensive mit den Schönberg, Berg und Webern studiert. Und gleichzeitig habe ich angefangen, Volksmusik zu hören aus verschiedenen Ländern, indonesische Musik, indische Musik, auch japanische Musik. Ne? Und ich suchte meine Wurzeln. Und ich fand die europäische neue Musik auch faszinierend, aber irgendwie fühle ich mich fremd. Und auch natürlich europäische klassische Musik ist eine große, wunderbare Musikwelt, aber mit diesen Tonsprache kann ich nicht meine eigene Musik komponieren. Wie muss man sich das vorstellen? Die Leute, die jetzt zugucken, werden sagen, wie komponiert ein Komponist? Setzt er sich hin und wartet auf den Gedanken, der irgendwann kommt? Gibt es ein Konzept, gibt es eine Vorstellung, die du hast, bevor du anfängst zu komponieren? Wie gehst du so eine Komposition, wie zum Beispiel das Stück heute Abend, an? Ja, ich habe immer eigentlich ziemlich konkrete Ideen oder Gedanken oder
Geschichte. Ohne diese starke Idee kann ich nicht anfangen. Und mit dieser Idee fange ich an und zum Beispiel 2, 3 Seiten, wenn ich komponiert habe, dann kommt automatisch weiter, kann ich weiter komponieren. Und bei diesen Hornkonzerten habe ich eine Idee gehabt, Solo-Hornist, du bist ein Lotusblume und Orchester ist Umgebung von den Lotusblumen, also Kosmos und Natur und Wasserteich. Und der Hornist der Blume, Lotusblume, möchte erblühen. Und diesen Prozess möchte ich mit der Musik ausdrücken. Was erwartest du von den Zuhörern? Wie sollen sie sich diesen Stücken nähern? Also das ist eine kleine Geschichte von Blumen, auch das ist eine Metapher von Menschenentwicklung, von Jugend bis zum Reife werden. Oder zum ersten sehr einfach ist der Anfang. Es gibt eine lange gehaltene Töne. Es klingt von Anfang bis Ende eigentlich immer da. Und ich habe so gedacht, das wäre eine Wasseroberfläche. Und von dieser Wasseroberfläche kommt der Lotusblume etwas so aufblühen. Dann kommt etwas Wasserbeeren. Und diese Wasseroberfläche wird immer vergrößert. Und bei dem Lotusblume wunderbar ist, diese Lotusblume blüht auf dem schmutzigen Stamm. Die brauchen dunklen Wert. Da brutzelt diese Lotusblumen. Dann Stängel kommt durch Wasser und auf dem Wasseroberfläche geht etwas hoch zu blühen. Und ich möchte diese Energie, so natürliche Energie mit meiner Musik ausdrücken. Und wie du weißt, wir beten so. Ja, asiatische, zum Beispiel buddhistische Statuen, die beten so. Und das ist für mich Knospe von Lotusblume. Und die möchten erblühen. Das bedeutet, sich selbst werden oder eigene Ich finden oder von eigenem Egoismus wegkommen zum Beten. Meine Musik hat solche Gedanken hinter sich. Das heißt, die Verbindung Mensch, Natur, Kunst in der Darstellung zusammenzufassen zu einem vielleicht Kosmos, den man dann komponiert. Die Leute sollen sich offen dem natürlich hingeben und zuhören und sich ihre Gedanken machen. Ja, und wenn man Horn hört, das ist Anfang einfach, genau wie Wasseroberfläche, gleiche Töne, aber etwas mehr. Dann kommt Orchester, hat Echo, kanonische Echo, die machen gleiche Sache. Aber inzwischen kommt sehr viele gewaltige Sturm, kleine gewaltige Sturm in der Orchester und etwas Kampf zwischen Menschen, Blumen und Natur. Aber nachher der Menschen wird eins werden, möchte eins werden mit der Natur. So am letzten, du spielst nur Windgeräusche und ganz Orchester ist auch Windgeräusche. Ja, nur die kleinen Glocken. Windglocken, japanische Windglocken. Glocken klingt. Ja. Und das bedeutet für mich, der Hornist ist eins mit dem Naturklang. Du bist in Natur geworden, Naturphänomenen geworden. Das ist für mich Erlösung von sich selbst. Dann wünschen wir den Zuschauern, Zuhörern viel Vergnügen und ich danke noch einmal besonders für
das Interview und natürlich für die Komposition. Vielen Dank. Dankeschön.